Straßburg bei Tag, ganz nett. Straßburg bei Nacht, komplett anders. Bleibt dran, so habt ihr Straßburg noch nie gesehen. Starten wir mit der Kathedrale. Tagsüber beeindruckend, klar. 142 Meter hoch, weltberühmte gotische Architektur. Aber seht ihr die Warteschlange hier? Mindestens eine Stunde für die 330 Stufen nach oben. Das war uns ehrlich zu schade. Aber dann, wenn es dunkel wird, boom, komplett anderes Feeling. Die Beleuchtung macht die Architektur noch krasser. Und das Beste, ihr müsst nicht hochklettern, um das zu genießen. Übrigens, ich bin Joey, Travel-Vlogger aus Frankfurt. Und wenn dir das Video jetzt schon gefällt, lass ein Abo da. Weiter geht's zur Location 2. Petit Front, das berühmteste historische Viertel. Tagsüber schon richtig schön. Diese Fachwerkhäuser, die Kanäle, Instagram Gold, oder? Und ja, ich weiß, ich bin nicht gerade fotogen. Und dann haben wir diese Schleusen entdeckt. Bewegliche Brücken, durch die Schiffe durchfahren. Wir mussten warten, aber das war so cool anzuschauen. Wartet ab. Ja, blockier mal nicht. Abends sind wir extra nochmal hingegangen, nur um das im Dunkeln zu sehen, und es hat sich gelohnt. Die Lichter, die Reflexionen im Wasser, schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr das auch beeindruckend findet. Der Spaziergang an der Ill, ein Nebenfluss des Rheins, der die Altstadt umkreist. Tagsüber perfekt, um die Stadt zu erkunden. Ihr seht alles, könnt Fotos machen, entspannt flanieren. Aber abends, das wird richtig romantisch. Die Lichter am Ufer, die beleuchteten Brücken. Wenn ihr mit eurem Partner unterwegs seid, macht diesen Walk definitiv abends. Jetzt zum Wichtigsten: Essen. Tagsüber habe ich den berühmten Flammkuchen probiert, der von hier stammt. Dazu ein Espresso, 8,20 €. Preislich im normalen Rahmen für so einen Weihnachtsmarkt. Erwartet aber nicht Colmar-Preise. Ihr erinnert euch, 2 € für einen Glühwein? Danke. Ich erinnere mich nicht mehr so gut wie meine Waage am nächsten Tag, aber den ein oder anderen Snack gab's dann doch im Laufe des Tages irgendwie. Hier zahlt ihr übrigens 4 € für einen Glühwein, doppelt so viel wie in Colmar, aber hey, das Ambiente, nice. Christmas night, another fight, tears we cried, a flood, got all kinds of poison in my blood. Abends wird der Weihnachtsmarkt magisch. Die Lichter, die Stimmung, der dampfende Glühwein in der Kälte, das ist Weihnachtsmarkt-Feeling pur. Tagsüber kauft ihr ein, abends genießt ihr. Der Gutenbergplatz, benannt nach Johannes Gutenberg, der mehrere Jahre hier lebte. Tagsüber, recht unspektakulär, ehrlich gesagt. Aber schaut euch diesen Übergang an, wenn die Lichter angehen. Der Platz, richtig inspirierend. Das ist der Moment, auf den ihr warten müsst. Gleiches gilt für den Place Kléber mit dem riesigen Tannenbaum. Nachts spektakulär. Allerdings war es uns zum Filmen eine Spur zu voll, aber für Fotos perfekt.
Straßburg hat uns überrascht. Und ich weiß, das Wort ist überbewertet, aber wer tagsüber kommt und bis abends bleibt, weiß, wovon ich spreche. Das Feeling ist komplett anders. Mein Tipp: kommt mittags an. Parkt in einem Parkhaus oder Park-and-Ride-Anlage außerhalb. Die Parkplätze in der Stadt sind samstags komplett voll. Die Tram bringt euch günstig zum Weihnachtsmarkt. Oft ist das Ticket sogar im Parkticket inkludiert. Aber Achtung, vorher entwerten an einer dieser Säulen. Tagsüber erkundet die Stadt, esst Flammkuchen, macht Fotos bei gutem Licht. Abends genießt die Atmosphäre, die Lichter, das Weihnachtsmarkt-Feeling. Würde ich nochmal gut 2 Stunden Fahrt auf mich nehmen? Definitiv. Würdet ihr das nicht auch nach diesem Video? Lasst es mich wissen und lasst gerne ein Like und Abo da, damit ich euch weiter tolle Reiseinspirationen geben kann. Wer übrigens 30 Minuten weiter fährt, kommt an Colmar vorbei, auch bekannt als kleines Venedig. Da war ich auch schon und das Video solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Shining.